Hallo, ich bin Axel Dietze, Produktmanager von Senector Stage und zeige Ihnen heute, wie Sie grundsätzlich mit Senector Stage ein Projekt aufbauen und wie der einfache Modus funktioniert. Jedes Projekt in Senector Stage beginnt damit, dass Sie ein Theme auswählen. Das Theme ist die 3D- oder 2D-Umgebung des Projekts und jede dieser Umgebungen verfügt über andere voranimierte Inhalte und bietet sich an für eine andere inhaltliche Auswahl. Zum Beispiel das Thema Konferenzraum wird sehr gerne genommen für Business-Inhalte, während das Studio eine generelle Umgebung für alle möglichen Inhalte darstellen kann. Jedes Thema, welches für Greenscreen optimiert ist, das heißt also Vorlagen mit Greenscreen enthält, ist mit diesem grünen Banner gekennzeichnet. Zum Thema Greenscreen kommen wir in einem anderen Video. Heute zeige ich einfach mal die Grundlagen und wähle dafür die kubische Welt. Sobald ich ein Projekt gestartet habe, bin ich standardmäßig im einfachen Modus. Später erkläre ich auch den fortgeschrittenen Modus. Sie können über diesen Schalter hier oben rechts immer sehen, in welchem Modus Sie sich befinden. Standardmäßig erscheint, wann immer Sie ein Projekt starten oder laden, hier links eine Übersicht mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Da können Sie das, was ich Ihnen hier gerade erkläre, auch noch einmal nachverfolgen. Für den Moment würde ich es allerdings mal schließen. Sie sehen vor sich die leere 3D-Umgebung. Der erste Schritt, den ich empfehle, ist, diese Umgebung an Ihr aktuelles Projekt anzupassen. Dazu wählen wir hier oben in der Toolbar den Punkt Projekt anpassen. Die für Sie wahrscheinlich relevantesten Optionen sind die Farben. Jedes Theme verfügt über verschieden viele benutzte Farbslots. Wenn Sie einen dieser Farbslots anklicken, können Sie einen Aspekt der 3D-Umgebung einfärben. So können Sie zum Beispiel eine Umgebung auf Ihr Corporate Design bringen. Andere Optionen wie ein optischer Filter, falls Sie tatsächlich mal in Schwarz-Weiß oder in Sepia arbeiten möchten für bestimmte Arten von Videos, kann Sie ebenfalls hier finden. Genauso können Sie auch die Lichtstimmung beeinflussen. Zu diesen fortgeschrittenen Optionen kommen wir am besten ein andermal. Nachdem Sie die Umgebung angepasst haben, können Sie nun Ihr Projekt aufbauen. Senector Stage operiert im Grunde ähnlich wie PowerPoint. Was Sie in PowerPoint als Folien kennen, sind in Senector Stage Kapitel. Diese Kapitel sind hier unten in der Zeitleiste angeordnet. Mit einem Klick auf das Plus öffnet sich die Kapitelauswahl. Hier sehen Sie verschiedene voranimierte Vorlagen, die von uns erstellt wurden. Hier oben haben Sie verschiedene Tabs zur Auswahl, die grundsätzlich verschiedene Oberkategorien markieren. Zum Beispiel haben wir hier verschiedene Greenscreen-Vorlagen, wir haben Vorlagen für einen PowerPoint-Import und eine Auswahl an Vorlagen ohne Greenscreen-Funktion. Mit einem Doppelklick oder ansonsten einer Auswahl und einem Klick auf Hinzufügen können Sie nun dieses Kapitel dem Projekt hinzufügen. Beginnen wir zum Beispiel mit einem Intro. Als nächstes einem Medieninhalt und nochmal einem Bild mit Untertitel und dann gehen wir in das Outro. So haben wir grundsätzlich unser Projekt nun aufgebaut. Sie können durch die Zeitleiste scrollen, Sie können Kapitel auch greifen und an andere Stellen verschieben oder Sie können sie, wenn Sie möchten, auch löschen. Mit der Auswahl des Kapitels sehen Sie, dass wir hier im Hintergrund zu dem jeweiligen Kapitel springen und Sie sehen, dass dort Objekte bereits vorplatziert sind. Diese können Sie nun ausfüllen. Die typischsten Platzhalter, auf die Sie treffen werden, sind Medienplatzhalter, das sind solche blauen Flächen, und Texte. Texte sind relativ einfach erklärt, das ist ganz wie in anderen Programmen auch. Sie sehen also hier einen bereits vorplatzierten Text. Mit einem Doppelklick öffnen Sie den Editor. Sie haben die typischen Optionen für zum Beispiel eine Fettschrift. Sie können links, rechts, linksbündig, zentriert und so weiter auswählen. Sie können die Schriftart festlegen. Sie können auch eigene Schriftarten importieren, wenn Sie möchten. Und dann ist der Text in der Umgebung. Medieninhalte können verschiedene Arten von Dateien sein. Bilddateien wie auch Videodateien können Sie verwenden.
Wir haben bereits in der Bibliothek, welche Sie hier oben links finden, eine Auswahl an verschiedenen Beispielinhalten. Sie können allerdings auch ganz einfach per Drag and Drop aus einem Ordner eine entsprechende Datei in das Programm direkt auf die Fläche ziehen und es wird in die Bibliothek importiert und gleich hinzugefügt. Ich nehme jetzt hier mal zum Beispiel einen Inhalt aus der Bibliothek und Sie sehen hier schon, ich kann den da drauf ziehen und er erscheint. Wenn Sie eigene Bilder importieren möchten, da unterstützen wir die Formate JPEG, PNG, Bitmap und TGA. Bei Videos unterstützen wir MP4 und WMV. So, und sobald Sie dann Ihr Projekt also entsprechend ausgefüllt haben, ich lasse jetzt mal die beiden leer, können Sie dann am Ende Ihr Projekt entweder als eine Live-Präsentation halten und das Ganze vor einem Live-Publikum wie in PowerPoint nutzen. Oder, und das wird wahrscheinlich der häufigste Fall sein, Sie spielen das Projekt als Video aus. Über den Punkt Ausspielen öffnen Sie dieses Fenster und Sie haben dann die Auswahl, als was Sie es exportieren möchten. Wir gehen jetzt mal über Video. Falls Sie dem Ganzen eine Art Audiokommentar verpassen möchten, können Sie hier das Mikrofon aufnehmen, anstellen oder ansonsten ausschalten. Sie sehen hier Ihre Auswahl an Mikrofonen, die Sie dafür verwenden können, den Eingangspegel. Sie sehen hier schon, ich spreche gerade, das schlägt entsprechend aus. Sie haben weitere Optionen, wie zum Beispiel den Countdown, der am Anfang der Aufnahme erscheint. Und dieser Block hier unten betrifft die Qualitätseinstellung. Auf diese Einstellung werde ich später im Detail eingehen. Fürs Erste reicht es, wenn wir einen Dateipfad festlegen. Mit einem Klick auf diesen Button öffnet sich ein File Explorer und Sie können der Datei einen Speicherort und einen Namen geben. Wenn Sie danach nun auf Video exportieren drücken, beginnt der Videoexport und alles, was Sie tun, wird so aufgezeichnet und am Ende im Video gespeichert. Auf den Videoexport gehen wir in einem anderen Video weiter ein, aber sobald er abgeschlossen ist, haben Sie unter diesem Namen in diesem Ordner die fertige MP4-Datei und Sie können mit der nun weiterverfahren, wie Sie möchten. Das war der Schnellüberblick über den einfachen Modus in Senector Stage. Verfolgen Sie diese Serie weiter und wir gehen peu à peu auf einzelne Funktionen der Software ein. Bis dahin, viel Spaß beim Erstellen.